Mit einem Schwenk über Wild City starten wir in unser 8000 Abonnenten Spezial. Ich dachte nicht, dass ich das jemals sagen dürfte, aber wir haben 8000 Abonnenten und wollten natürlich Danke sagen mit einer speziellen Überraschung, die wir jetzt dann gleich unrevealen werden. Oder ihr habt den Titel des Videos gelesen, dann seht ihr vielleicht auch, dass wir für euch ein kleines Upgrade eingebaut haben. Und zwar, sage ich mal so, wollen wir natürlich unsere Videos für euch immer noch besser gestalten und noch cooler machen. Da haben wir jetzt wieder mal nicht Lego eingekauft. Wir haben auch Lego eingekauft. Ich wollte gerade sagen, und zwar sogar einiges. Aber wir haben auch wieder mal Equipment gekauft. Nummer 1. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Mikrofone, die wir schon im Legoland getestet haben, jetzt behalten. Die werden wir jetzt des Öfteren auch hier im Einsatz haben. Und Nummer 2, wir haben uns einen Gimbal gekauft. Der war eigentlich vorgesehen fürs Legoland. Und für alle, weil die Frage nämlich gerade gestellt worden ist von Christophs Mom, was ist ein Gimbal? Und die Antwort von Christoph drauf war, eine Halterung für die Kamera. Nee. Aber wisst ihr was, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut und dann zeigen wir euch, wie das so aussieht, wenn Rita damit filmt. Für alle, die wie unsere Mütter nicht wissen, was ein Gimbal ist, tada, das ist ein Gimbal. Richtig, wir haben uns für das Modell von der Marke Zhiyun oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, entschieden. Es ist ein Crane M3, wie ihr hier sehen könnt. Top-Ausstattung. Ich wollte zuerst eigentlich den M2 kaufen, weil ich geglaubt habe, der reicht uns auch. Jetzt ist es der M3 geworden. Und ihr seht, Rita, wackel mal ein bisschen. Er hält mehr oder weniger stabil. Das ist jetzt, glaube ich, sogar der Sportmodus, wo er ein bisschen schneller mitgeht. Aber wir haben hier auch ein Touchscreen. Man kann manuell auch die Kameraposition verändern. Und wie ihr hier seht, kann man richtig nahe rangehen und auch die Bewohner von Wild City hier aus nächster Nähe filmen. Das ging nämlich am Anfang meistens nicht, da uns da das Kameragestänge immer im Weg war. Wir sind jetzt selbst noch ein bisschen nervös, weil wir die Handhabung noch nicht ganz perfektioniert haben, aber im Großen und Ganzen, ich zeige das auch nochmal her, finde ich das wirklich ganz cool. Er hat mehrere Funktionen, die ich noch gar nicht herausgefunden habe. Zum Beispiel kann man einerseits, wie ist das gegangen, kann man die Position ändern auf den Selfie-Modus. Schickimicki. Also ganz cool. Und dann hat er auch noch, und da weiß ich jetzt wieder nicht, wie das gegangen ist, hoppala, hat er noch eine Funktion mit Licht, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also wir können auch, wenn wir die U-Bahn filmen wollen, können wir jetzt da ohne weiteres drauf filmen und brauchen unseren Kamera-Typen nicht mehr, den Feuerwehrmann. Ja, da hinten. Aber also ich denke mal, dass das ganz cool aussieht. Zurück zum Gimbal. Sehr cool. Ein Grund, warum wir uns den Gimbal gekauft haben, ist auch euer Feedback gewesen. Nämlich speziell im Legoland haben viele immer geschrieben, dass ihnen schon fast schlecht geworden ist, weil Christoph so wild mit der Kamera herumfuchtelt. Und da haben wir uns gedacht, euch soll natürlich in Wild City und auch im Legoland nicht schlecht werden von unseren Videos. Und deswegen haben wir gedacht, wir probieren das mal aus, haben ihn kurz getestet und sind jetzt zu der Conclusio gekommen, dass es sich, glaube ich, schon auszahlen wird. Ich meine, gut, es ist schon auch eine Spielerei, aber also ob es notwendig war, weiß ich nicht. Aber wir finden es trotzdem sehr, sehr cool und es erlaubt uns trotzdem wieder neue Perspektiven unserer Stadt herzuzeigen und das freut mich natürlich auch sehr, dass wir diese Möglichkeit hier haben. Ganz richtig, wie Rita sagt. Genau, ich filme gerade, also wundert euch nicht, wenn die Kameraführung etwas anders ist. Verschont mich bitte mit schlechten Kommentaren. Ich weiß, ich bin da nicht so gut. Ja, Christoph, ich bin übrigens dort drüben, falls ihr mich sucht. Also wir haben jetzt nach wie vor die Wireless-Mikrofone in Betrieb. Und ja, wir wollten uns nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für 8000 Abonnenten. Das ist schon einfach der Wahnsinn. Wir hätten uns niemals gedacht, dass wir das
mal in den Mund nehmen können, diese Zahl, und euch hier Wild City zeigen mit so vielen Zuschauern. Also wir sind immer noch ganz perplex manchmal, dass ihr uns einschaltet, dass ihr Freude an unseren Videos habt. Wir bekommen so viele gute Nachrichten und liebe Nachrichten von euch. Es ist echt der absolute Wahnsinn. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder mal einen ganzen Schwung Nachrichten und Kommentare beantwortet, was sich Leute da alles denken und wie viele Gedanken sich die alle machen. Ist einfach unbeschreiblich. Alleine wie viele Hilfestellungen wir bekommen haben zum Thema Erdbeben. Es sind allen Ernstes Leute dabei gewesen, die gemeint haben, sie kommen mal zu uns hierher von teilweise dem Norden Deutschlands und helfen uns, das alles zu versiegeln, damit das mit dem Dachstuhl hier ein bisschen besser ist und damit wir keine Probleme mehr haben. Also es ist echt der absolute Wahnsinn und wir freuen uns da wahnsinnig. Ihr seht, Rita ist ganz begeistert. Ich glaube, ab jetzt wird sie die Kamera öfters nehmen. Wie gesagt, den Gimbal und auch dieses Mikrofonset, das haben wir jetzt mal gekauft, weil wir gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen in euch investieren, so auf gut Deutsch. Wir kaufen ja jede Menge Lego, wir bauen Lego, aber ohne dem richtigen Kameraequipment ist das alles dann nur halb so lustig. Und jetzt haben wir eben auch diesen Gimbal im Einsatz, damit ihr Wild City und auch demnächst Legoland Videos noch in besserer Qualität genießen könnt. Schauen wir mal, wie das von der Qualität her sein wird, aber ich denke mal, dass wir da ganz zufrieden sein werden, vor allem auch bei den Gun and Run aus der Hüfte raus Kameraeinstellungen, speziell aus dem Legoland, wo es einfach dadurch, dass so viel los ist, ein wenig geschäftiger, ein wenig stressiger ist manchmal. Aber ich denke mal, der Gimbal wird uns hier auch genauso wie die Mikrofone eine gute Arbeit leisten. Und ja, nochmal zurück, wir sind echt total perplex, als wir jetzt letztens mal in die Abozahlen reingeschaut haben. Über 8000, also es ist der absolute Wahnsinn, was ihr für uns macht. Und natürlich, ihr wisst, es ist kein Vermögen, aber so der ein oder andere Cent wandert dank euren Klicks auch auf unser Konto und um das Geld kaufen wir natürlich allen voran Lego. Wir haben bis jetzt, glaube ich, zwar immer mehr eingekauft, als wir eingenommen haben, also es ist nicht besonders viel, aber wir haben uns gedacht, wir investieren jetzt auch mal in die Zukunft des Kanals und schauen uns das mal an. Wir sind sehr gerne bereit für eure Kommentare, euer Feedback. Vielleicht müssen wir auch diesen Gimbal noch ein bisschen genauer einstellen und schauen, wie sich das von der Bildqualität jetzt wiedergibt. Es ist auch das allererste Mal, dass wir mit unseren Wireless-Mikrofonen hier oben in Wild City filmen. Also es kann natürlich auch sein, dass die noch ein bisschen eingestellt gehören, aber wir sind da natürlich sehr lernwillig und werden da unser Bestes geben. Rita? Ihr seht schon, wenn Christoph mit lauter Termini herumwirft, die kein Mensch kennt, wie Gun and Run. Ich weiß auch nicht genau, was er damit meint, aber es ist ja ganz egal. Man merkt auf jeden Fall, dass er sich darüber freut. Und das ist ja die Hauptsache. Warte, ich probiere nochmal das mit dem Herumdrehen. Ja. So sieht das jetzt also aus. Also hoffentlich sind die verwackelten und auch zu schnell gezogenen Bildeinstellungen jetzt Geschichte. Wir hoffen es auf jeden Fall sehr. Wir haben jetzt natürlich jede Menge Dinge zum Aufladen. Ich habe zuerst schon mit Rita gesprochen. Sonst hatten wir einen Akku zum Laden, nämlich den in der Kamera. Jetzt haben wir insgesamt 5, weil ja die Mikrofone alle mit einem Akku ausgestattet sind und auch dieser Gimbal. Aber es ist total cool und ich hoffe, dass wir da viel Spaß damit haben werden und ihr ganz genauso. Ihr seht also, wir sind alles andere als beim Aufhören dieses Projekts. In letzter Zeit haben wir leider nicht so viel Lego gebaut, weil wir ganz ehrlich sehr wenig Zeit hatten mit Arbeit, mit Themen, mit allem drum und dran. Aber wir haben uns gedacht, wir scheuen uns nicht davor, hier jetzt nochmal ein Upgrade für euch bereitzustellen als Dankeschön für 8000 Abonnenten auf YouTube, was echt der absolute Wahnsinn ist. Was passiert jetzt demnächst in Wild City? Ich weiß nicht, ob Rita da eine Ankündigung machen möchte. Wir werden jetzt demnächst mal ein bisschen Ordnung hier machen. Und zwar, wenn du mal hier nach unten filmst, Rita, bitte. Das Problem ist, dass wir... Ja, also...
So sieht das jetzt aus, von der Nahaufnahme. Wir haben das Problem, dass wir zum Teil keine Teile finden, weil wir im Legoland sehr viel gekauft haben. Die verschwinden dann irgendwo in Säckchen oder Schachteln oder Kisten. Wir haben jetzt vor, dass wir, ihr seht, Rita experimentiert mit dem Gimbal herum und schaut, was er alles kann. Wahrscheinlich ist da nicht jede Einstellung perfekt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ein paar dieser Container noch gekauft. Nicht nur für Ritas Figuren, sondern auch für Teile. Die werden wir hier jetzt mal einsortieren. Und ich habe große Lust, und ich weiß nicht warum, ich habe jetzt letztens mal auf Instagram ein paar Bilder von einem Lego Park gesehen und ich habe große Lust auf den Park. Und vielleicht ist der Park jetzt mal was ich angehen werde. Der ist nämlich schon längere Zeit jetzt im semi-fertigen Zustand. Also vielleicht schaue ich mir den mal an. Der Teich, den ich ja eigentlich geplant hätte hier, der ist auch nicht wirklich was geworden. Warte mal. Ja, übrigens kannst du auch mit dem Joystick manuell drehen und schwenken, wenn du möchtest. Falsche Richtung, sorry Leute. Ich werde es schon noch hinbekommen. Genau, also ihr kennt meinen Teich. Ich hatte da ja große Pläne mit meinen Babyenten und dann sind uns ja irgendwann mal die Wasserfliesen ausgegangen. Vielleicht, weil Christoph ja hinten bei seiner Piratenbucht-Zeugs da so viele verbaut hat, ihr wisst es. Auf jeden Fall waren die dann aus und dann hat sich das alles auf Eis gelegt. Also es ist gut, wenn Christoph jetzt dann, ich filme seine Füße. Normalerweise wollte Rita nie filmen, sie hat das nie interessiert, sie hat immer gesagt, film du, komm schon, mich interessiert das nicht. Jetzt haben wir diesen Gimbal, den ich gekauft habe und was ist? Sie gibt die Kamera nicht mehr aus der Hand. Aber und macht nur Blödsinn. Ist gut so. Eisenbahnvideo kommt natürlich auch demnächst, weil das 100% Eisenbahn. Das Einzige, die Leute haben geschrieben, dass du die Finger vom Trafo lassen sollst, Rita. Weil, nein, leider die meisten waren begeistert davon, aber ich war nicht begeistert davon. Da müssen wir aber da und dort die Schiene, vielleicht nehmen wir euch da sogar mit der Kamera, da und dort die Schiene noch ein bisschen. Jetzt wäre ich schon fast enttäuscht gewesen. Adaptieren, weil es ja ein paar Hotspots gibt, wo die Züge ganz gerne entgleisen. Aber ja, so sieht es auf jeden Fall momentan aus. Auch dort hinten bei unserer neuen Tischplatte, ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen hinüber snacken kannst, haben wir jetzt mal jede Menge Sets aufgestellt, welche in letzter Zeit so nach Wild City gekommen sind. Die haben aber noch keinen fixen Platz. Der Bahnhof ist dabei, Ritas Schule, Sesamstraße und so weiter. Wenn ihr genau schaut, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, rechts hinten, jetzt ist jetzt endlich Kevin allein zu Hause fertig. Ich habe schon gar nicht mehr daran gedacht. Gott. Wie über Nacht hat es meine Mutter auf einmal fertig gebaut. Warte, und ich zoome mal. Ist jetzt dort hinten mal in der Nähe des Winterdorfs aufgestellt, was ich als ganz guten Ort empfinde jetzt für den Moment mal, aber das werden wir natürlich auch noch schön in Wild City einbauen. Gott. Ja. Die Legende. Rita, ich bin hin und weg, muss ich sagen. Ich werde jetzt dann noch an meinen Skills arbeiten. Ja, gib mir auch noch mal das Teil hier. Ja, ich zoome wieder raus. Nicht, dass du dann mich in der Nahaufnahme hast und dann seht ihr mein Gesicht so groß. Ihr seht, die Kamera ist wieder weg. Aber gut, ich werde an meinen Skills arbeiten. Ich werde jetzt dann die ganze Nacht noch durchfilmen und ausprobieren. Oder auch nicht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich es gut gemacht habe, an was ich vielleicht noch arbeiten kann. Vielleicht habt ihr ja auch so ein Ding zu Hause, da gibt es vielleicht sicher irgendwelche Tipps und Tricks. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, trinkt eine Tasse Kaffee oder sonstiges auf unser 8000 Abonnenten Spezial. Ich bin ja im Überlegen, ob ich mir heute nicht zum Kaffee auch noch ein Gläschen Limoncello gönnen soll. Diese Frau lässt sich schon fast zu gut gehen. Danke auf jeden Fall nochmal für eure Abonnements und die Klicks. Wir freuen uns riesig und sind schon gespannt, was als nächstes für Videos kommen. Genau. Könnt ihr euch drauf freuen. Bis demnächst. Prost Leute und bis bald. Tschüss. Tschüss.